Kennst du das? Du willst Treppen steigen oder auf den Boden knien und deine Knie tun dir richtig doll weh? In diesem Video zeige ich dir 3 Übungen, wie du deine Oberschenkelmuskulatur am besten stärkst, damit du die Schmerzen lindern kannst. Mein Name ist Wisner vom Kanal Bewegungsumfang. Ich bin Physiotherapeutin und Osteopathin. In diesem Video nutzen wir ein elastisches Band als Widerstand. Am Ende des Videos zeige ich dir, wie du den Schwierigkeitsgrad unterschiedlich einstellen kannst, je nachdem, wie stark du bist. Und wir legen los mit der ersten Übung. Für die erste Übung ist es wichtig, dass du erstmal Übungen machst, in denen du nicht direkt auf deinen Knien stehst. Dadurch kannst du ein bisschen gezielter deine Oberschenkelmuskulatur aktivieren und diese Feinmechanik kommt erstmal danach. Du wirst das Band jetzt einmal um dein Sprunggelenk herum umwickeln. Einmal rum und jetzt auf das andere Ende wirst du jetzt das andere Bein drauflegen. Es ist wichtig, dass du am Anfang ein bisschen Spannung drauf hast, aber nicht so doll, weil wie weiter du mit dem Knie jetzt nach oben kommst, desto mehr Spannung baut sich auf. Dein Fuß bleibt jetzt in 90 Grad. Du setzt dich gerade auf deine Oberfläche hin und jetzt nach oben und das Knie strecken und wieder runterlassen. Und nochmal hochkommen und wieder runterlassen. Wichtig bei der Übung ist, dass wenn du jetzt hochkommst, dass dein Knie jetzt nicht abweicht. Das heißt, das Bein, das sollte immer gerade bleiben und dein Knie beim Strecken weicht nicht nach außen ab, aber auch nicht nach innen. Wenn es dir zu schwer fällt, diese Haltung zu behalten, dann kannst du zwischen deine Beine vielleicht nur einen kleinen Ball legen. Streck dein Bein langsam nach oben, dadurch rutscht das Band nicht ab. Bei der ersten Serie probierst du mindestens 12 Wiederholungen hinzubekommen. Das wird ja auch davon abhängig sein, wie stark dein Band ist. Wenn du jetzt ein stärkeres Band hast, wird es schwieriger sein zu halten. Wenn etwas leichteres ist, kannst du die Wiederholungsanzahl einfach mal erhöhen. Und wenn du es jetzt 12 Mal nach oben gestreckt hast, hältst du diese Spannung. Das Knie bleibt komplett gestreckt, dein Fuß ist in 90 Grad und du hältst es jetzt für 10 Sekunden. Dadurch hast du einmal die Kraftmuskulatur gearbeitet, aber auch die Ausdauer. Nachdem du das 10 Sekunden gehalten hast, lässt es langsam wieder runter. Bei der nächsten Serie wiederholst du das dann 10 Mal. Kommst 10 Mal nach oben. Und dann, wenn du das 10. Mal erreicht hast, hältst du das Knie gestreckt oben für 15 Sekunden. Und nach 15 Sekunden halten, langsam wieder runterlassen. Und beim 3. Mal streckst du nochmal das Knie 8 Mal hoch. Und beim 8. versuchst du jetzt dein Knie gestreckt 20 Sekunden zu halten. Der Fuß zeigt nach oben, das Knie bleibt gestreckt. Versuch mal nicht abzuweichen, nicht nach innen, nicht nach außen. Einfach 20 Sekunden zu halten und dann langsam wieder runterlassen. Und das ist die erste Übung. Wenn dir dieses Video bis jetzt gefallen hat, freue ich mich auf einen Daumen nach oben und abonniere den Kanal für weitere Übungen. Ein stabiles Knie braucht auch eine stabile Hüfte. Für die zweite Übung bearbeiten wir jetzt die Hüftmuskulatur. Und dafür nimmst du jetzt den Theraband, wickelst dir es noch einmal um dein Sprunggelenk. Du kannst sie jetzt auch neben ein Möbel stellen, damit du jetzt halt sicher bist, dass dein Oberkörper gerade und stabil bleibt und dass du nur die Hüfte bewegst. Und jetzt bringst du deine Hüfte nach außen. Versuchst du dabei ganz aktiv das Knie gestreckt zu halten. Dein Fuß bleibt in 90 Grad.
und du bringst die Hüfte nach außen. Wiederholst die Übung jetzt 12 Mal. Und bei den 12. hältst du jetzt das Bein auf. Und du bleibst in dieser Position für 10 Sekunden. Hältst es und dann langsam wieder zurück. Bei der zweiten Serie wiederholst du genau die gleiche Übung 10 Mal. Und bei der 10. bleibst du jetzt 15 Sekunden. Halten in der Position für 15 Sekunden und dann wieder zurück. Und bei der letzten Serie wiederholst du die Bewegung jetzt 8 Mal. Achte darauf, dass dein Knie komplett gestreckt bleibt, dein Fuß ist in 90 Grad und nach der 8. hältst du das Bein auf, bleibst in der Position jetzt für 20 Sekunden. Und nach den 20 Sekunden langsam wieder zurück. Wir haben bereits die vordere Muskulatur und auch die Seitlinie-Muskulatur bearbeitet. Und als letztes arbeitest du die hinteren Seite. Dafür nimmst du jetzt den elastischen Band und wickelst es einmal herum um dein Sprunggelenk. Es ist wichtig, dass es um das Sprunggelenk herum geht, damit es hier stabil bleibt. Und die andere Seite befestigst es in ein Möbel oder irgendwas, was du jetzt halt dir wirklich einen Widerstand geben wird. Versuch jetzt bei der Übung, dass deine Hüfte stabil bleibt. Das heißt, du wirst jetzt die beiden Beine auf einer Ebene lassen, die Hüfte bleibt gerade gestreckt und du beugst jetzt nur das Knie nach hinten und dann langsam wieder runter. Damit das Band nicht wegrutscht, solltest du diese Übung langsam und koordiniert durchführen. Und bei der ersten Serie, so wie bei der anderen Übungen, wiederholst du diese Bewegung 12 Mal. Das heißt, deine Hüfte bleibt stabil, du beugst das Knie nach hinten und dann hältst du bei den 12. das Knie gebeugt nach oben. Bleibst in der Position, spannst in diesem Moment besonders das Gesäßmuskulatur an und die Oberschenkel hinten, hältst es für 10 Sekunden und lässt es dann langsam wieder runter. Für die zweite Serie wiederholst du genau die gleiche nochmal. Das heißt, deine Hüfte bleibt gerade. Dafür musst du deine Gesäßmuskulatur anspannen. Beugst dann das Knie. Wiederholst es bei der zweiten Serie 10 Mal. Und bei der 10. Wiederholung bleibst du oben für 15 Sekunden. Wichtig dabei ist jetzt, das Gesäßmuskulatur und die Oberschenkel hinten ganz doll anzuspannen. Behältst diese Position für 15 Sekunden und lässt dann langsam wieder runter. Und für die dritte Serie genau das gleiche nochmal. Du bleibst stabil in der Hüfte, spannst die Gesäßmuskulatur an, beugst dann das Knie. Jetzt nur noch 8 Mal. Und
Bei der 8. versuchst du jetzt 20 Sekunden diese Position zu halten. Und nach 20 Sekunden gehst du dann langsam wieder runter. Wie ich davor gesagt habe, mit dem elastischen Band kannst du erstens je nach Farbe oder je nach Hersteller haben die ja unterschiedliche Widerstandsstärke. Und du kannst anhand dessen, wie viele Umwicklungen du um den Bein machst, kann das auch stärker oder schwieriger werden. Das heißt, wenn du es nur einmal rum machst und dann einen Knoten und dann die Übung machst, ist es leichter. Wenn du es jetzt aber doppelt machst, ist es dann schwieriger. Oder wenn dein elastisches Band lang genug ist, kannst du es auch dreifacher nutzen. Eine andere Art, das schwieriger oder leichter zu stellen, ist es den Einstieg-Widerstand. Das heißt, wenn du jetzt halt von vorne an das Elastik ziemlich straff hältst, ist die Übung viel schwieriger, als wenn du es am Anfang alles ein bisschen locker lässt und erst dann zum Ende der Übung die Widerstand sich erholt. Probier die Übung aus und gib mir ein Feedback. Hast du irgendwelche Schwierigkeiten? Magst du mit dem elastischen Band zu arbeiten? Ich freue mich auf dich bei der nächsten Übung. Bis dahin, tschüss!